Welcome to Road Rarities. Ja, grüß euch Gott, liebe Motorrad-, BMW- und Oldtimer-Freunde. Wir sind heute wieder mal im Motorradmuseum Forchdorf, damit wir einen Road Rarities Videoclip dran. Wir dürfen heute nämlich zwei echte Pioniere zum 100. Geburtstag gratulieren und wie man hinter mir schon sieht, geht es um die BMW R32. Wir wollen aber etwas über die Geschichte erfahren und haben uns dazu einen echten Kapazonder eingeladen, nämlich den Diplom-Ingenieur Axel Köhnlein von der BMW Mobilen Tradition. Und der wird uns jetzt erzählen, wie es dazu gekommen ist, dass ein Flugmotorenhersteller Motorräder baut hat. Nur dazu sehr moderne damals. Servus Axel. Servus Hannes, freut mich sehr. Ich darf Ihnen heute ein bisschen etwas zur BMW-Modellgeschichte erzählen. BMW hatte Ende der 1910er Jahre einen hervorragenden Ruf als Flugmotorenhersteller und hat auch hier sehr viele Weltrekorde in Höhenflügen aufgestellt. BMW hatte neben dem auch zwei Einbaumotoren, einen wassergekühlten Vierzylinder und einen sogenannten Kleinmotor, war ein Zweizylinder, luftgekühlt, 500 Kubik, M2 B15. Der Motor wurde erfolgreich in Feuerspritzen verbaut und eben auch an andere Konfektionäre weitergegeben, wie Victoria, Helios oder Bison aus Österreich. Max Friz hat dann in einer Bierdeckel-Aktion sich überlegt, dass man diesen wundervollen Motor auch in ein gesamtes Motorrad einbauen könnte und als BMW vermarkten könnte. Das war der Beginn der BMW R32. Das Besondere war an diesem Motorrad, dass es keinen Riemen gab, weil die damaligen Straßen sehr schlecht waren und eben auch rutschig waren, sondern dass dieser Motor von der Kurbelwelle bis zum Endantrieb einen komplett mechanischen Durchtrieb hatten. Damit war dieses Motorrad technisch sehr ausgereift und eben auch sehr formvollendet. Aufgrund dessen war dies der Grund der 100-jährigen Erfolgsgeschichte der Bayerischen Motorenwerke. Der Max Friz ist dann technischer Direktor geworden und hat mit der weiteren Entwicklung nichts mehr zu tun gehabt. Da kommen ja dann die Herren Rudolf Schleicher und Martin Stolle ins Spiel. Und über die kannst du uns sicher auch was erzählen, Axel. Genau, Max Friz ist dann wieder zurückgegangen in die Flugmotorenentwicklung, was ja weiterhin ein sehr großes BMW-Standbein war. Und die beiden genannten Herren haben sich dann eben der Weiterentwicklung dieses wirklich technisch guten Konzeptes gewidmet und haben aus dem Tourenmodell quasi ein Sportmodell entwickelt, in dem sie die Ventile von Seiten gesteuert auf oben gesteuert umgebaut haben. Das heißt, neue Zylinder, neuer Zylinderkopf. Und damit haben sich dann auch 1925, 26 die ersten BMW-Motorrad-Sporterfolge eingestellt. Jetzt ist so eine R32 schon ein ganz, ganz seltener Vogel, aber noch viel seltener ist eben diese oben gesteuerte R37. Und jetzt drei so Dinger auf einem Fleck stehen, das geht nur in einem Museum. Und wie man zu sowas kommt und warum die R32 aufgeschnitten ist, wird uns jetzt der Franz Ammerling erzählen, seines Zeichens Betreiber des Museums und Besitzer der drei Motorräder. Servus Franz. Hallo Hannes. Das R32 Schnittmodell bin ich eigentlich über Umwegen dazu gekommen. Wir sind halt froh, dass wir es haben. Ist in 1935 in Wien auf der Technischen Hochschule aufgeschnitten worden, also das Schnittmodell entstanden. Wir haben es dann über Umwege, wie gesagt, gekriegt, war nicht im kompletten Zustand. Wir haben es dann vervollständigt und restauriert. Sind heute froh, dass wir es im Museum unter die anderen Schnittmodelle präsentieren können. Man sieht die ganzen Einzelheiten, wie eigentlich BMW damals entstanden ist. Man kann da alles nachvollziehen, vom Antriebsstrang, also vom Motor über den Antriebsstrang, komplett eigentlich.
Ja, wie ich von Franz weiß, ist die R32 sogar angemeldet und fahrbereit. Also natürlich die hier unten und nicht die Schnittmodelle da oben. Und mit ein bisschen Glück können wir die heuer beim Meet and Greet oder bei der Franz Josefs Fahrt sogar in Aktion erleben oder hören, wie so ein 100 Jahre altes Motorrad klingt. Coming soon. Road Rarity.